In den nächsten 72 Stunden nehmen wir dich mit in das höchste Dorf Europas. Ein Ort, den fast niemand kennt. Das ist der höchste Punkt, an dem unser Camper jemals gewesen ist. Es liegt mitten im Kaukasus, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Der höchste Berg Georgiens, 5200 Höhenmeter. Mit dem Van geht's hinauf in das höchste, dauerhaft bewohnte Dorf des Kontinents. Bis vor kurzem führte nur eine gefährliche Schotterpiste hierher. Bisher ist die Straße übrigens 1A. Jetzt ist sie betoniert, also wagen wir es. Hier vorne ist die Straße in den Bach hineingestürzt. Schon unterwegs treffen wir einen echten Prinzen. Ich sitze auf einem Stuhl von Napoleon. Angekommen sind wir überwältigt. Was ist das für eine geniale Aussicht? Wow! Doch was wir im Höchstgelegene Dorfkino Europas. erfahren, schockiert uns. No. Last year. A woman was Yeah, kidnapped. Wir sind Aurelius und Nina. Seit 3 Monaten durchqueren wir Georgien im selbst ausgebauten Camper. Schau mal, was ich gefunden habe. Oh, da sind noch mehr. Wow, unser Abendessen. Haben wir diesen Pilz wirklich gegessen? Und warum verschwindet dieser Gletscher direkt vor unseren Augen? In wirklich naher Zukunft wahrscheinlich komplett weg ist. Ist schon krass. Komm mit uns an das Ende Europas. Das hier ist unser allererster Stellplatz direkt im Kaukasus. Und der ist so wunderschön. Der Fluss hier, der ist total wild und richtig erfrischend. Man muss hier echt aufpassen. Die Einheimischen warnen vor einem Bad im Fluss. Wir haben hier Campnachbarn. Das sind ganz liebe Schweizer. Die haben mir sogar noch einen Geburtstagskuchen gegeben, weil ich ja vor 2 Tagen Geburtstag hatte. Und ich würde sagen, den probieren wir jetzt gleich mal. Barbara! Wir machen uns jetzt auf den Weg zum höchsten Dorf Europas. Aber vorher zeigen wir dir noch, was uns auf dem Weg Verrücktes passiert ist. Also eigentlich wollten wir nur eine kleine Pause machen mit unserem Van und die Wäsche waschen. Und jetzt stellt sich heraus, dass der Besitzer vom Campingplatz hier ein waschechter Prinz ist und wir jetzt gerade eine Führung bekommen von ihm durch seine Villa. Das sieht ja wirklich fürstlich hier aus. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Alain Murat in 5. Generation ein Nachkomme der Familie Napoleon ist. Auf der anderen Seite stammt Alain von der Fürstenfamilie Dadjani, die jahrhundertelang über Mingrelien herrschte, heute eine Teilrepublik Georgiens. Die Villa ist idyllisch gelegen auf einer Anhöhe mit Blick auf den Sonnenuntergang und beherbergt einige Gästezimmer. Besucher werden aufs Herzlichste empfangen und sind sehr willkommen. Who is this guy? It's me. I didn't have a mustache. Oh, you have a nice mustache. Like a Tsar of Russia. Yes, like Romanov. I belong to Napoleon when he Ich was. sitze auf einem Stuhl von Napoleon. Es fühlt sich sehr herrschaftlich an. Prinz Alain Murat und seine Tochter hätten sogar Anspruch auf den Thron. Erfahren wir bei einem Gläschen Wein. 2 Tage bei einem waschechten Prinzen war wirklich abenteuerlich genug. Doch jetzt geht's wirklich in die richtigen Berge. Es kommt mir vor wie die heiligen Kühe in Indien. Die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind jetzt schon auf 1500 Höhenmetern, aber andere Reisende haben uns gesagt, dass man in Ushkuli gar keine Lebensmittel einkaufen kann. Und deswegen gehen wir jetzt hier nochmal auf den Markt. Das ist die letzte Einkaufsmöglichkeit, bevor wir im höchsten Dorf Europas ankommen. Das hält sich immer sehr gut. Bitte schön, 30 Lari. Einen ganzen Sack Gemüse kostet 10 Euro. Das war ein guter Kauf.
Das hier ist übrigens Mestia, der Hauptort in diesem Teil des Kaukasus. 2010 haben sie hier den halben Ort abgerissen, damit man dann Häuser und Hotels im Schweizer Chalet-Stil errichten kann für die Touristen. Von hier aus starten die Touren zu all diesen 5000ern. Und der Ort hat sogar den zweithöchsten Flughafen Europas. Ein Flug nach Tiflis kostet 30 Euro. Hier entdecken wir auch König Tama. Sie war die mächtigste Herrscher Georgiens. Doch zu ihr kommen wir später noch. Die Straße von hier nach Ushkuli soll bisher in einem hundsmiserablen Zustand gewesen sein. Bisher ist die Straße übrigens 1A. Man riecht sogar noch den frischen Asphalt, so neu ist die Straße. Georgische Unterbodenwäsche. Hier vorne ist die Straße, glaube ich, in den Bach hineingestürzt. Ja, Kulix wollte immer schon ein Geländeauto sein. Jetzt hat er die Chance. Und dann, endlich, erreichen wir unser Ziel auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel. Als erstes fallen uns die vielen Türme auf. Doch dann eröffnet sich der Blick auf den mächtigen Shara. Mit 5201 Meter ist er der höchste Berg Georgiens. Endlich angekommen in Ushkuli. Und was ist das für eine geniale Aussicht. Wow! Und weil es hier so wunderschön ist, werde ich jetzt gleich erstmal eine Runde laufen gehen und mir das alles noch genauer anschauen. Was ich total schön finde, die Kühe laufen hier genauso frei herum wie ich. Ohne Cowboy, ohne Zäune. Aber du wirst nicht glauben, wo Aurelius sie nächste Nacht trifft. Das erste Mal seit Wochen ist die Nacht nicht mehr tropisch, sondern angenehm frisch. Und wir freuen uns schon morgen, diesen riesen 5000er beim Sonnenaufgang zu sehen. Gute Nacht, mein Herz. Gute Nacht, schlaf gut. Du auch. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich auch. Also ich habe wunderbar geschlafen. Was absolut verrückt ist, in den meisten anderen europäischen Ländern ist das Wildcampen und Freistehen verboten. In Österreich muss man 14.500 € Strafe zahlen. Und hier in Georgien können wir an Plätzen wie diesen einfach freistehen. Ist das nicht absolut genial? Auf geht's ins Dorf. Zu jedem guten Dorf gehört natürlich auch eine vernünftige Kirche. Oh, Kopf einziehen. Das wird nicht winzig. Die Leute waren wohl früher etwas kleiner. Ich bin sowas von versucht. Verboten. Da bin ich echt Analphabet. Kein Packback in der Kirche, also kriegt Nina das Backpack. Bitte schön. Die Kirche ist aus dem 11. Jahrhundert und sie ist La Maria gewidmet. Das ist eigentlich eine heidnische Heilige der Georgier. Dann wurde sie einfach zur der Mutter Gottes umbenannt. Aber diese Aussicht, das ist der absolute Wahnsinn. Hier donnert der Enguri-Fluss mit einer gewaltigen Kraft hinab. Und der kommt vom Shara-Gletscher. Und auf den wollen wir in den nächsten Tagen auch noch hinauf. Und da ist König Tamaras Burg. Da gehen wir die nächsten Tage auch noch hin. In Ushkuli scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. So sehen die Häuser hier ursprünglich aus. Und ich finde, das hat total viel Charme. Charakteristisch für die Region sind die Wehrtürme, die ab dem 9. Jahrhundert gebaut worden sind. Vor 300 Jahren existierten in Ushkuli noch 400 davon. Mitten im historischen Kern steht hier dieses Panzer-Wohnmobil. Aus sowjetischer Zeit stammt das auf jeden Fall noch. Also falls du weißt, was das ist, dann schreib's gerne in die Kommentare.
Obwohl das Dorf mit ihren mittelalterlichen Gebäuden zum UNESCO-Welterbe gehört, habe ich heute nur noch 39 Türme gezählt. Also ich finde, das sieht echt mega schön aus hier. Richtig urig. Gefällt mir sehr gut. Die Jungs da haben gerade einen kleinen Babyvogel gerettet und zurück ins Nest gesetzt. Was für ein Einsatz. Ja, das ist die besorgte Mama. Wow, very good. Mit 2 Jungs. Dass das wirklich cool wäre, wenn wir jemanden finden, der uns auf so einen Turm rauflässt. Wow, da geht's ja wirklich hinauf. Oh Gott, so sehr, sehr wackelig. Okay. Wir wissen noch nicht, wofür diese Türme genutzt worden sind. Aber raufklettern ist eine kleine Challenge. Nur für die richtig erfahrenen Kletterer. Jetzt werden wir mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Wunderbar. Komm mit. Und wie ist es da oben? Es ist fantastisch. Also wir waren doch sehr neugierig. Nina hat nachgeschaut. Diese Türme sind Verteidigungstürme. Das Fenster ist scheinbar nur ein Aussichtsfenster. Aber die hier waren gedacht, um Steine auf die Feinde hinabzuwerfen. Komm, hoffentlich an die erste Trittstufe an. Ja, weg. Und tschüss. Geschafft. Erste Challenge geschafft. Wir haben den Turm besucht und es war wirklich spannend da oben. Georgisches Hochhaus. Sehr schön. Dieser alte Kern von Uskuli gefällt mir richtig gut. Ich finde es super süß. Aber so langsam kriege ich echt Hunger. Und deswegen suchen wir uns jetzt mal ein traditionelles Café oder Restaurant. Mein Kutari. Ein Brot gefüllt mit Fleisch. Endlich ist mein Essen auch da. Das ist Maisbrot mit Käsefüllung. Und ich habe einen riesen Kohldampf. Das Schöne in Uskuli ist, es gibt hier wirklich alles. Sogar ein Workout-Park. Oh, 5. 7. 10. Oh. Normalerweise schaffe ich viel mehr. Es muss an der Höhenluft liegen. Hier in Uskuli wurde mal ein Film gedreht und es gibt sogar hier das höchstgelegene Dorfkino Europas und in dem läuft dieser Film in Dauerschleife und den möchte ich mir unbedingt anschauen. Ja. Über Uskuli muss man eins wissen, hier in der Stadt stehen überall Kühe. Marco, Entschuldigung, ich würde sehr gerne hier vorbei. Noch mehr Kühe, das ist der Wahnsinn. Und noch eine, hallo. Das sind noch mehr Kühe. Ich kann es kaum glauben, überall Kühe. Heute wird sich ordentlich eingecremt. Warum? Weil Gab's Vorfälle? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich einen Sonnenbrand des Jahrhunderts habe? Am besten ist aber der hier. Der Film gestern übrigens war richtig spannend, denn da ging es um Liebe, Verrat und um diese svanetische Kultur hier oben im Gebirge. Und gestern war sogar die Regisseurin bei dem Film mit dabei. Der Ort hier ist wirklich sehr gut dargestellt worden. Das war wirklich ein großartiger Film. Die Türme hier haben wirklich eine wichtige Funktion gehabt. So,
The towers are for protection avalanches, war and bloodshed. Das entstand, wenn eine Frau zum Beispiel jemanden nicht heiraten wollte. Damit hat sie eine andere Familie beleidigt. Daraufhin folgte eventuell ein Mord, ein Gegenmord und ja, das konnte über mehrere Generationen hinweggehen. Ich habe die Regisseurin gestern gefragt, das muss ja schon sehr lange her sein. Forced marriage has stopped about 15 years ago, just 15. But sometimes it still happens. For example, last year it happened. No. Last year. A woman was Kidnapped. Okay. Some crazy Spanish people still use it. They send the guy to the jail. And the good side is Touristen helfen, den Einheimischen andere Kulturen näher zu bringen, um neue Ideen ins Land zu holen und um Beziehungen zur Außenwelt aufzubauen. Außerdem helfen Touristen, die Region zu entwickeln und abgewanderte Georgier wieder ins Land zu holen. Wir sind gerade unterwegs zur Burg von König Tamara. Immer wieder ist es nass und es gibt Tretminen in Form von Kuhfladen. Schatz, schau mal, was ich gefunden habe. Ich denke, es ist ein Birkenpilz. Bevor wir das essen, müssen wir es natürlich noch mal ganz genau überprüfen, aber er ist wunderschön. Oh, da sind noch mehr. Wow! Oh mein Gott! Oh mein, unser Abendessen! Ich dachte, das ist eine kleine kurze Wanderung. 3 Kilometer, 300-400 Höhenmeter. Jetzt machen wir hier eine Flussdurchquerung. Das war ganz schön steil. Dafür aber auch ziemlich rutschig. Die Leute waren definitiv kleiner in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist der beste Müsli-Riegel, den ich jemals gegessen habe. Warum wir die ganze Zeit von König Tamara sprechen? Als sie um das Jahr 1200 an die Macht gekommen ist, gab es hier in Georgien einfach keinen Namen für eine Königin und deswegen hat sie sich auch König genannt. Tamara war die Königin. Unter ihr hatte Georgien ein goldenes Zeitalter erlebt. Was mich total begeistert hat und ihre Frauenpower zeigt. Ein muslimischer Sultan schrieb ihr einen Brief mit einem Angebot. Da Frauen generell dümmlich seien, soll Georgien Teil des Sultanats werden. Sie könne entweder zum Islam konvertieren und seine Frau werden oder Christin bleiben und in seinen Harem Konkubine werden. Tamaras Antwort: Sie besiegte die vierfach überlegene Armee des Sultans. Kurz darauf stirbt dieser an Demütigung. Wir haben es nochmal überprüft. Der Pilz ist essbar. Jetzt probiere ich den mal. Selbst gepflückt ist das Beste. Und während wir ganz gemütlich aufnehmen, passiert hinter uns eine Mordszene. Mal kurz rausschauen. Da ist nämlich eine ganze Filmcrew rund um uns herum. Allerdings dürfen wir die Aufnahmen nicht detailliert machen, nur so aus der Entfernung. Guten Morgen! Es ist ein prächtiger Sonnentag. Rund um uns keine Camper, keine Zelte. Es ist ein traumhafter Platz mit Blick auf einen 5000er. Auf geht's zum Gletscher! Stau auf der Fahrradroute. Wie cool, dass hier überall diese Pferde stehen. Die sehen aus, als hätten sie ein schönes Leben. Und die Aussicht ist so genial. Wow. Die letzten 2 Kilometer bis zum Gletscher haben wir die Drahtesel mal angebunden und gehen zu Fuß. Das ist schon echt beeindruckend, diese Wand, auf die wir da gerade zugehen. Das ist übrigens die Besengi-Wand, eine der schwersten Expeditionen in Europa. Shkara, so heißt der höchste Berg und der Gletscher ja auch. Das bedeutet in der Swan-Sprache, die die Leute hier in Svanetien sprechen, 9. Weil eben in dieser Besengi-Wand so viele Gipfel sind, dass man gar nicht einen so richtig ausmachen kann. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mein Handy in der Satteltasche vom Fahrrad gelassen. Aurelius ist aber richtig heldenhaft jetzt losgesprintet. Okay, die Mission ist es,
das Handy zu besorgen, bevor es jemand anderer erwischt. Challenge accepted. In der Nähe des Gletschers merkt man nicht jeden Höhenmeter. Oh, ist das anstrengend. Da kommt der Held! Ja, das Handy ist gesichert. Ja! Erfolgreich. Mein Held! Was wir hier richtig gut sehen können, ist die Gletscherschmelze. Das hier und das hier, da war vor kurzem noch, das müssen ein paar Jahre sein, ist hier noch der Gletscher gewesen. Da ist nichts mehr zu sehen davon. Also ich glaube, dass die Gletscherschmelze hier brutal ist. Der höchste Berg Georgiens liegt heute in den Wolken. Der ist nämlich 5200 Höhenmeter. Das sind nochmal 400 mehr als der höchste Berg in den Alpen. Also wirklich ein Gigant. Was ich total verrückt finde, oben auf dem Gipfel verläuft die Grenze zu Russland. Das ist halt echt nah. Ich bin jetzt direkt am Gletscher. Es ist super beeindruckend, diese Naturgewalt. Die ganze Zeit stürzen sich von oben Steine runter, kleinere, größere. Und die fliegen zum Teil richtig weit. Also man muss ja auch echt aufpassen. Es ist gar nicht ungefährlich, hier so zu stehen. Im Grunde schauen wir diesem Gletscher gerade beim Schmelzen zu. Es ist auf der einen Seite super beeindruckend, das so zu sehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch so diese Vergänglichkeit und ja, irgendwo halt auch den Klimawandel, dass hier so ein riesen Eismonster, was hier mal war, jetzt einfach vor sich hinschmilzt und in wirklich naher Zukunft wahrscheinlich komplett weg ist. Ist schon krass. Sehr eindrücklich sieht man den Nguri, wie er von da oben runter schmilzt. Und mit gewaltigen Wassermassen hier runterkommen. Was mich an diesem Georgien so absolut begeistert, sind Gletscher, die man direkt erreichen kann. Und das ist nicht der einzige. Hier zeigt sich endlich, warum wir die Fahrräder mitgenommen haben. Es ist viel einfacher, den Gletscher wieder abzusteigen. Morgen. Kaffee ist fertig. Wir hatten ein paar richtig schöne Tage hier oben. Aber jetzt ist unser Wassertank leer, unser Kühlschrank ist leer. Und ich bin sehr traurig, aber wir müssen jetzt leider hier runterfahren. Dafür wartet auf uns jetzt noch eine richtig spektakuläre Passstraße. Und auf die Aussicht freue ich mich schon total. (2700 Meter, der Sagari-Pass. Das ist der höchste Punkt, an dem unser Camper jemals gewesen ist. Eine Sache gibt es, die ich noch unbedingt machen möchte, bevor wir Ushguli verlassen. Es war wunderschön. Wir hatten unglaublich viel Freude, die Gletscherwelt zu erleben, dieses wunderschöne idyllische Dorf. Doch da vorne, das ist, was ich noch unbedingt machen möchte.